Stellt euch vor, ihr lest einen Text von 1907 und habt den Eindruck, jemand hätte ihn gestern geschrieben. Genau dieses Gefühl hatte ich bei der Enzyklika Pascendi. Schauen wir hinein. Dies irae, dies illa, solve et seclum in favilla, testida Lesen wir weiter. Dass wir derartige Menschen zu den Feinden der Kirche rechnen, wenn sie sich auch selbst darüber wundern, darüber kann niemand mit Recht staunen, der ihre Absicht, über die nur Gott ein Urteil zusteht, beiseite lässt und lediglich ihre Lehren und ihre Art zu reden und zu handeln zur Kenntnis nimmt. Der heilige Papst Pius X. spricht hier einen wichtigen Aspekt an, der uns klar sein muss, denn sonst übersehen wir vieles. Er sagt, manche wundern sich sicher, wenn wir sie jetzt zu Feinden der Kirche rechnen. Es gibt nämlich zwei Aspekte dieses Feindseins, den subjektiven und den objektiven. Es ist sicher so, das kann ich nach fast 44 Jahren in der Kirche mit unzähligen Beispielen belegen, dass viele, die der Häresie des Modernismus folgen, in bester Absicht handeln. Wie der Papst schreibt, über ihre Absicht kann letztendlich nur Gott urteilen. Nur er weiß, ob den konkreten Menschen subjektiv eine Schuld trifft, ob er vom Herzen aus ein Feind der Kirche ist und ihr schaden will, oder ob er einfach selbst den falschen Lehren auf den Leim gekommen ist und jetzt sie in bester Absicht umsetzt. Diese innere Haltung wird eines Tages natürlich eine Rolle spielen, wenn er vor Gott stehen wird und sich für sein Leben verantworten muss. Aber an der objektiven Wirklichkeit ändert sie nichts. Wie der Papst sagt, objektiv gesehen schadet solches Reden und Handeln der Kirche. An dieser Stelle muss ich jedes Mal an mein Lieblingszitat von Dr. House denken, den ich euch hier einblende. Ich bin sicher, das widerspricht allem, was ihr bis jetzt gelernt habt, aber es gibt richtig und falsch. Nur weil ihr nicht wisst, wie die richtige Antwort lautet, vielleicht könnt ihr es nicht mal wissen, das macht ihre Antwort nicht richtiger. Es ist ganz einfach, sie ist einfach nur falsch. Wie ihr seht, bin ich ein Fan von medizinischen Serien, also ein Beispiel aus einer anderen. Ein Arzt sieht vor sich ein Kind mit Symptomen, die sowohl auf ein Blutgerinnsel im Gehirn wie auch auf eine Blutung im Gehirn deuten können. Wegen eines Stromausfalls kann er momentan nicht diagnostizieren, welches davon zutrifft und muss trotzdem handeln, denn wenn er nichts tut, stirbt das Kind auf jeden Fall. Er handelt also anhand von dem, was er über die Vorgeschichte weiß und gibt dem Kind Blutverdünner, was seinen Zustand massiv verschlechtert. Den Arzt trifft natürlich keine moralische Schuld. Moralisch gesehen war seine Antwort, sein Handeln das Bestmögliche. Und trotzdem war es falsch. Objektiv war es falsch und hat Schaden angerichtet. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir heutzutage auch oft ausblenden. Wenn wir in der Enzyklika weitergehen werden, werden wir auch sehen, wie das zustande kommt. Aber diese mangelnde Fähigkeit, diese zwei Aspekte zu differenzieren, führt auch oft in Diskussionen zu Missverständnissen und Vorwürfen. Oft wird der Versuch, auf etwas objektiv Falsches hinzuweisen, als persönlicher Angriff und Urteilen gedeutet. Ja, wir sollen nicht über Menschen urteilen. Das heißt aber nicht, dass wir ihre Worte und Handlungen nicht als objektiv falsch darstellen dürfen. Wie Jesus bei der Ehebrecherin. Er lässt sie nicht steinigen, aber er nennt ihre Sünde beim Namen und sagt, sündige nicht mehr. Der Schaden, von dem Pius X. spricht, ist umso schlimmer und heimtückischer, wenn es manche in bester Absicht tun. Viele sehen nämlich die gute Absicht und die großen Bemühungen um das Wohl der Kirche und fallen darauf ein. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe einen sehr guten, sehr soliden Religionsunterricht in der Oberstufe genossen und etwas später insgesamt bis zur Promotion 9 Jahre Theologie studiert. Seitdem sind mittlerweile wieder 10 Jahre vergangen und ihr würdet staunen, wie oft ich in diesen 10 Jahren mein Wissen, das ich vorher im besten Gewissen als katholisch angenommen habe, revidieren musste.
Wenn ich also von Modernisten spreche, dann schlage ich mir in Wirklichkeit in erster Linie selbst an die Brust, denn diese Denkkonstrukte, die der heilige Papst in seiner Enzyklika aufzeigt, die stecken teilweise immer noch irgendwo in meinem Hinterkopf, auch wenn sehr subtil, bis ich dann wieder ein Ups-Erlebnis habe und den nächsten Stachel daraus ziehe. Lesen wir weiter. Deshalb sitzt die Gefahr unmittelbar in den Adern und Eingeweiden der Kirche, und umso sicherer wütet der Schaden, je intimer sie die Kirche kennen. Sie legen ferner die Axt nicht an die Äste und Zweige, sondern an die Wurzel selbst, den Glauben und seine feinsten Fibern. Ist aber die unsterbliche Wurzel getroffen, so treiben sie das Gift so durch den ganzen Baum, dass kein Teil katholischer Wahrheit übrig bleibt, an den sie nicht Hand anlegten, keine, den sie nicht zu verderben sich bemühten. Wir hatten zwar gehofft, diese Menschen zu besseren Einsicht einmal zurückrufen zu können, darum haben wir zuerst liebevolle Zurede wie gegen Söhne, dann strenge, endlich, wenn auch widerwillig, die öffentliche Rüge gegen sie angewandt. Es war eitel, wie ihr wisst, ehrwürdige Brüder. Für den Augenblick beugten sie den Nacken, um ihn alsbald nur stolzer zu strafen. Handelte es sich nur um sie, so könnten wir vielleicht darüber hinweggehen. Aber der feste Bestand des katholischen Namens steht auf dem Spiel. Längeres Schweigen wäre da Sünde. Wir müssen es unterbrechen und der ganzen Kirche jene unter böser Maske versteckte Menschen so zeigen, wie sie wirklich sind. Und dann stellt Pius X. noch seine Vorgehensweise vor, die Einteilung der Enzyklika, und merkt dabei noch etwas sehr Wichtiges an. Das, was er hier methodisch zusammenfasst, ist das Gesamtkonstrukt des Modernismus. Im echten Leben werden wir selten damit so zu tun haben. Wenn man sich das nämlich so systematisch anschaut, wird ziemlich jedem klar, dass das Ganze mit dem katholischen Glauben nichts zu tun haben kann. Das Tückische daran ist, dass es im echten Leben oft nur einzelne kleine Elemente sind, die zum Vorschein kommen, die aber, wenn man sie konsequent zu Ende denkt, den ganzen Glauben zum Sturz bringen.